Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear Reference Kanal. Heute mal wieder eine Gear Reference Episode und zwar gucken wir uns die südafrikanische P83 Battle Jacket an. Zwar das Original hier in Nutria Brown im Einsatz im Ausland und eben auch die Nachbauten, weil diese Weste wohl eine der Westen ist, die am meisten kopiert wurde. Und hier dann eben im internationalen Einsatz bei anderen Ländern als Südafrika. So, dann starten wir einmal mit den amerikanischen Referenzen. Und zwar haben wir hier Angehörige der US Army Special Forces, also der Green Berets, die gerade auf den Philippinen ankommen im Jahre 2000. Hier mit der original südafrikanischen Weste, wie ich auch sie schon mal beim Intro gezeigt habe. Die gibt es natürlich auch in verschiedenen Versionen. Manchmal noch, dass Taschen unten noch mit schwarz sind und so, je nachdem, aus welchem Jahr die quasi stammen. Aber hier haben wir so das gängigste Modell. Wir sehen hier auch ganz schön, dass hier in der Seitentasche die Beretta-Pistole zu sehen ist und dann hier natürlich die normalen Magazintaschen. Ist halt super passend für M4, M16 Magazine, weil das ist ja auch so ungefähr die Größe, wie auch die Südafrikaner dann bei ihrem R4 Sturmgewehr etc. hatten. Ich meine, das müsste das R4 gewesen sein, was schon in 5.56 war. Genau. Aber auch hier eben bei den Special Forces. Kommen wir zum nächsten, leider ein bisschen unscharf. Das ist so die frühe Phase noch im Irak. Da gab es auch noch ein paar andere Bilder von der gleichen Person, aber die waren alle in diesem Kontext. Hier trägt er auf jeden Fall, das Blaue ist so eine Unterziehschutzweste drunter. Hier so ein bisschen Poserbild und hier wird halt so eine, ja, vom zivilen Markt, so ein Nachbau halt getragen, wie wir das in den meisten Fällen halt einfach so haben. Ja, gab es halt auch, wie gesagt, ganz unterschiedliche Hersteller. Die Qualität in der Regel bei diesen Modellen, gerade diese frühen Versionen, ist sehr, sehr schlecht. Ist ja auch daher so ein bisschen diese Airsoft-Weste genannt, genau. Aber sehen wir auch nochmal im Irak. Dann haben wir hier ein Special Bow Team, also das war, was SWCC vorher war, also SWCC, die wir auch schon öfter mal irgendwo mit drin hatten oder wo ich auch schon mal was über einen Chess-Trick gemacht habe, diese Einheiten, die halt eben diese Boote bemannen und fahren und dann eben auch gerade die Seals etc. verbringen. Dann kommen wir mal zum Eigentlichen und zwar hier unten haben wir dann nochmal so eine südafrikanische Weste. Hier nochmal eine deutlich frühere Version, die noch nicht diese Verstellmöglichkeiten hat. Wir sehen ganz schön das Nutria, also kann natürlich auch nochmal abgeändert worden sein, aber ich würde eher sagen, dass es eine von den frühen Ausführungen ist. Wie gesagt, gab es in unterschiedlichen Versionen, auch mit unterschiedlichen Taschenaufbauten. Die ich jetzt hier habe, ist ja auch noch das Standardmodell, was quasi heute noch so mehr oder weniger im Einsatz ist. Hier mit einem M14. Hier oben auch sehen wir, die Taschen haben noch andere Abdeckungen. Ich glaube, früher war diese Flap hier durchgehend. Es sind jetzt hier zwei. Äh, Müsste man nochmal genau nachgucken, wenn man das wissen wollen würde, um was es geht, um welches Modell es sich handelt. Aber so für mich war es erstmal okay, nochmal wieder eine weitere Referenz bei den Amerikanern zu sehen. Eben hier wieder das Original. Hier ein Bild, wir sehen zum Glück schon mal hier schon von Robert Nickelsburg, der Fotograf, der dabei war. Haben wir gleich noch ein Bild, da haben wir nämlich aber nicht mehr diese Markierung mit drin, deswegen sage ich es nochmal an. Und hier haben wir einen, ja, wahrscheinlich einen Designated Marksman, Scharfschützen, wie auch immer, vom United States Marine Corps in Afghanistan, genau in Asadabad im Januar 2004. Hier sehr schön das Handset vom Funkgerät eingehakt, darunter eine Coyote OTV und oben drüber eben sehen wir hier schon auch einen Nachbau der südafrikanischen Weste. Hier kann man schon ein bisschen erkennen. Ich gehe jetzt mal direkt aufs nächste Bild. Und zwar sehen wir hier nochmal, wie er oben in die FOB läuft. Und hier sehen wir halt mal ein Modell in Three Color Desert. Ja, das ist auch so ein Tarn, den ich auch noch ganz gut vor Augen habe in der Auswahl in den deutschen Militärkatalogen, die es so gab. Da waren die auf jeden Fall in der Farbe auch immer noch mit dabei. Hier halt ein sehr schöner Mix aus Marpat, Coyote und eben dieser Weste. Genau, hier schön in der Bewegung. Hier sehen wir noch mal den Rest von seinem Gewehr. Dann sind wir in Australien. Hier sehr schön die, ja, australische Version der AUG. Ich weiß nicht mehr ganz genau, weil zu den australischen Bildern habe ich leider keine Informationen mehr finden können.
Das könnte in East Timor sein bei einem Deployment oder so, aber hier haben wir auch ein Nachbau vom zivilen Markt. Hier aber nochmal ganz spannend, die Taschenaufteilung nochmal anders. Hier, wo denn diese Mehrzweck-IFAK-Tasche normalerweise ist, sind hier nochmal zwei Doppel- oder Dreifach Magazintaschen. Das ist nicht so ganz gut zu erkennen. Bei den Australiern haben wir das aber öfter, dass diese Grundweste immer noch dort überall verkauft wurde, auch als Molle-Pals-System. Hat man hier eher selten, habe ich aber auch schon mal im europäischen Markt gesehen. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, wie die Verarbeitung bei denen ist da drüben, aber auch sehr schön eigentlich in dieser Farbgebung. Ich hoffe einfach, dass es da besser verarbeitet ist. Also ich weiß auch, dass da mindestens eine Firma drunter ist, die wirklich namhaft ist, wo ich dann schon glaube, dass es was ganz Ordentliches war als Nachbau. Hier leider Qualität recht schlecht, aber hier haben wir den australischen Special Air Service im Einsatz. Ob das ein Original ist oder nicht, ich gehe mal davon aus, dass es Original ist, aber hier sehr schön nochmal mit einem Paint-Job versehen, genau wie die Uniform halt ist. Nochmal andere Verschlüsse angebracht und ebenso im Einsatz in den frühen Phasen im Irak. Ja, hier haben wir nochmal einen Australier, auch hier das Original zu sehen, auch hier nochmal mit ein bisschen Abänderungen, nochmal ein paar andere Taschen mit angebracht, auch nochmal ein leichter Paintjob mit drauf, aber wir sehen noch das Nutria Braun ganz gut. Hier auch nochmal schön die Verschlüsse dran und eben auch in Afghanistan während einer Patrouille. Finde ich auch mal so, auch wir wieder das Coyote, denn das normale Auscam, denn das Desert Auscam, schon sehr, sehr spannend. Ja, dann gehen wir nach Deutschland. Hier sind es in der Regel eher minderwertige Kopien, die da genutzt wurden, gerade so Miltec, MFH. Ich weiß jetzt auch nicht, wer bei denen da der bessere Nachbau ist. Ja, und auch gerade im deutschen Kontext, ich sag mal, für primär, gut, hier jetzt mit MP7, aber mit G36-Magazin funktionieren diese Magazintaschen auch einfach überhaupt nicht gut. Die sind dafür halt eben einfach nicht gemacht. Aber wir sehen da auch ein paar Referenzen. Hier deutsche Soldaten nördlich von Kunduz mit irgendwelchen Kindern. Und das ist auch ein offizielles Foto der Bundeswehr gewesen von Andrea Bienert, die das gemacht hat. Und dann sehen wir schön über der IDZ-Schutzweste, auch hier, das ist sehr wahrscheinlich Miltec mit diesem Stoff. Und das Flecktarn sieht halt auch nicht geil aus. Das Webbing sieht nicht gut aus. Ist schon, ist schon schwierig, aber also für mich schwierig. Vielleicht hat es für die Person ja eben super funktioniert. So, ne? Aber ja, finde ich ganz spannend. Obwohl er auch hier digital Camo, aber es ist nicht das der afghanischen Armee, da sind die Farben noch ein bisschen anders, aber auch schon gut ausgerüstet, der Knabe hier. Genau. Ansonsten halt ja, Leo Köhler, Einsatz, Kampfbluse sehen wir da nochmal. Hier hinten wird auch nochmal ein Smog getragen. Genau. Hier nochmal gleiche Person. Nochmal ein Foto von der Seite. Genau mit der MP7 eben. Dann haben wir hier Gebirgsjäger vom Gebirgsbataillon 231 aus dem Jahre 2014. Und hier wird eben so ein klassisch olives Modell getragen. Ja, ist, muss man mögen, ne? Ist so ein bisschen dieses Oliv, was wir auch vorhin schon bei dem Marine gesehen haben. Hier halt mit dem G36, wie gut das funktioniert hat, da wäre ich auf jeden Fall eher skeptisch. Sieht man aber, wie gesagt, im deutschen Raum eher mal so weniger. Das Ding ist halt, die sind verfügbar gewesen, die konntest du überall kaufen, in jedem Recon-Laden und so. Und auch schon ganz früh war diese Weste ja immer mal in diesen ganz alten Katalogen, als ich noch ein kleiner Junge war und die durchgestöbert habe. Und auch heute, letztens erst gesehen, irgendwie so eine Modemarke, die auflegen als Urban, keine Ahnung was, Weste. Komplett schlimm. Hier haben wir nochmal Jäger vom Jägerbataillon 292, meine ich. Und hier haben wir ja auch, fast in jedem deutschen Video erwähne ich es irgendwie einmal, aber hier auch das TT Chestrig MK2. Hier finde ich halt nochmal ganz spannend, dass hier das Chestrig mit der IDZ-Schutzweste verbunden wurde. Hier sehen wir, wie normalerweise die Schulterträger aussehen. Hier wurde ein bisschen improvisiert. Auch eine ganz coole Sache eigentlich. Genau, aber hier drüben eben wieder so ein Flecktarn-Modell. Hier sieht das Flecktarn ähnlich aus, wird wahrscheinlich auch der Miltec-Nachbau sein. Aber ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass das eine gute Option ist. Miltec hat auch mal eine Version gemacht, auch mit Molle und Pals meine ich, aber auch mal mit
KTS-System, also für die Kuppel, um diese Taschen anzubringen. Hier haben wir dann nochmal einen deutschen Soldaten in Fundus. Ich glaube, das ist so 2007, 2008 vielleicht noch davor. Und eben hier mal mit einem schwarzen Modell. Also, das man eigentlich noch seltener sieht. Aber äh, der ist damit auf jeden Fall im Einsatz. Da hätte ich auch, wenn ich mir schon was Eigenes kaufe, gerade für einen scharfen Einsatz, auf jeden Fall nochmal anders Geld investiert. Weiß ich gerade gar nicht, was das für eine Einheit ist. Man sieht auch leider nichts, auch auf den anderen Fotos. Hier habe ich das Bild irgendwo mal bei Google gefunden. Die Seite geht leider nicht mehr, Panzergrenadierbataillon 391. Aber auch hier sehen wir nochmal diese südafrikanische Weste und eben in Flecktarn im Einsatz. Hier auch nochmal wie früher üblich eine normale G36 Magazintasche an die Schulterstütze montiert mit Kabelbinder, wo man nochmal schnell ein Magazin unterbringen konnte. Hier nochmal der gleiche Soldat wie vorhin, hier nochmal aus einer anderen Sicht. Hier da hinten, ich weiß nicht, ob das so die orangenen Litzen sind wie Feldjäger oder Artillerie. Also es hieß auch schon mal, Feldjäger könnte ganz gut hinkommen. Ist halt schwer zu sagen, weil ich sonst auch hier keine Anhaltspunkte gefunden habe. Hier drüben sieht so aus, wie dass hier nochmal eine Berghaus-Seitentasche an die Weste gemacht wurde. Hier auch nochmal ganz spannend, diese hatte ich letztens auch in dem TT-Westen-Video. Hier haben wir einmal diese Version, die quasi komplett modular ist mit Pals Molle eben im Einsatz. Sieht man auch nicht so oft, aber wird uns demnächst nochmal in dem Video begegnen. Dann sind wir jetzt wieder woanders und zwar im Irak bei der irakischen Nationalgarde. Hier ein Bild äh, von, ich meine, 2004 oder 2005. Ja, sind halt hier irgendwelche Gebäude durchsucht. Hier auch mal schön in der Granatentasche sehen wir auch hier mal schöne Granate. Hier die Rückentasche, auch ein bisschen Straps abgemacht. Ob die jetzt im Irak produziert wurden oder auch irgendwie aus China, die sie dort halt immer hatten, ist halt schwer zu sagen. Aber sehen wir gleich auch noch bei einem anderen. Hier noch schön mit dem Passguard-Helm und so in Woodland. Also auch dort im Einsatz. Hier haben wir nochmal einen weiteren, also es ist kein Einzelfall. Hier auch nochmal einen anderen Soldaten, auch irakische Nationalgarde im Chocolate Chip Desert und auch eben mit dieser Version in Schwarz. Kommen wir zum nächsten Land und zwar Frankreich. Da habe ich eigentlich noch ältere Bilder, wo die auch die braune Version getragen haben. Die habe ich aber leider nicht wiedergefunden, gab es aber definitiv auch. Genau, hier schön zu sehen, das Ganze in einem, ja, vom Muster her halt auch dieses CCE Woodland. Bei den Magazinen für FAMAS und so scheint das vielleicht auch ganz gut zu funktionieren. Ob das denn auch eine deutsche, also das heißt deutsche Produktion, ne? Also einfach von der deutschen Firma Miltec ist halt immer so recht schwer zu sagen, aber auch dort ist diese Weste angekommen. Dann haben wir jetzt die größte und letzte Baustelle erstmal für dieses Video und zwar Großbritannien und hier auch sehr schön zu sehen, eben der Nachbau im DPM. Das müsste in Basra sein, also im Irak. Weiß nicht, ob das ein Gurka war. Da habe ich leider die Bildbeschreibung nicht mehr zugefunden, weil jetzt auch Bilder dabei sind, die ich echt schon Jahrzehnte irgendwo auf einer Festplatte hatte. Deswegen kann ich da leider nicht so viele Infos geben. Hier haben wir einen Scharfschützen, habe ich extra nochmal aufgeschrieben, Helmand-Provinz von 2006, Foto von Andrew Chittock. Hier die Originalversion, aber eben modifiziert und da ist die Tasche vom Rücken abgenommen worden. Auch ein sehr berühmtes Bild mit Adidas GSG9 Assault Boots in beige. Auch ein richtig toller Schuh. Habe ich mal in Schwarz tragen können. Leider ja, haben die mit den Jahren den Dienst quittiert. Wäre cool, wenn Adidas mal eine Neuauflage von bringen würde. Die machen ja immer mal so Retro-Kram. Genau, hier halt eben bei dem Wir sehen auch hier noch hier die ganz alte Schutzweste mit diesen ganz kleinen Platten, kann sich bestimmt jeder irgendwie mal dran erinnern. Im Einsatz muss auch noch eben zu einer früheren Phase. Die haben dann ja auch einen ganz schnellen Step nach vorne gemacht, was die Schutzwesten anging. Hier haben wir britische Fallschirmjäger und zwar direkt zwei Kameraden, die diese Weste tragen. Auch hier das Original, auch hier beides modifiziert. Hier oben sehen wir schon die Plastikschnellverschlüsse. Auch hier unten bei den Taschen sind Plastikschnellverschlüsse angebracht. Eben auch halt für die Standardbewaffnung und die Magazine, die ja natürlich die gleiche Größe haben wie beim M16, passt das natürlich super.
Hier haben wir nochmal eine schöne Kombination. Das dürfte das Tropen-DPM sein und hier eben nochmal mit dem normalen. Hier die Weste im Einsatz auch stark modifiziert, überall nochmal Verschlüsse angebracht, aber wir sehen vom Grundschnitt her noch, dass es natürlich diese Weste eben ist. Erfreut sich gerade bei den Briten besonders hoher Beliebtheit. Ja, hier nochmal ein Bild aus den frühen Tagen im Irak. Mario Tama, der Fotograf. Und hier drüben haben wir wieder die normale Standardversion. Ein bisschen, nee, stimmt gar nicht, das sieht hier mehr nach DPM aus. Ich dachte erst, die wäre nur mit Sand bemalt quasi und auch wegen diesen schwarzen Verschlüssen, aber es könnte auch ein DPM-Muster sein. Aber eben könnte aber, ja doch, sieht eher nach DPM aus. Oder was eure Meinung ist, ob das eher Nutria ist oder DPM. Jetzt irgendwie denke ich so vom Muster her, wenn man es direkt daneben sieht, könnte es auch DPM sein. Genau. Na? Hier ein weiterer britischer Soldat, auch aus der Anfangsphase. Auch hier war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Woodland oder das CCE-Tarn ist, weil es irgendwie nicht so geil von den Farben rüberkommt, aber das ist halt eben auch diesem alten Stoff geschuldet. Hier haben wir nochmal ganz schön, dass an den Straps an der Seite Sandsäcke angebracht wurden. Liegt er hier in Stellung, sehen wir gleich nochmal äh, aus einer anderen Perspektive. Spencer Platt, der Fotograf. Hier haben wir Jason Fox vom Special Boat Service, also UK Special Forces. Und zwar der trägt hier wahrscheinlich ein Modell vom britischen Markt, von Viper. Das ist, habe ich mir sagen lassen, auch sowas wie was bei uns Miltec quasi ist. Und hier eben im DPM im Einsatz. Ja, diese Smogs, habe ich mir sagen lassen, wurden aus so dünnem Desertstoff irgendwann im Irak gefertigt für SBS, SAS, wenn die da irgendwie was Besonderes wollten, haben sie sich die dort vor Ort schneidern lassen, auch in anderen Tarnmuster. Eigentlich auch nochmal ein ganz cooles Detail. Ja, britisch eben zu der Zeit, Verbindungen noch mit US-Tarn, DPM, beige. Ja, ist schon eine ganz coole Kombination. Haben wir hier nochmal ein Bild mit einem näheren Close-up, wo man das nochmal ganz gut erkennen kann, die Weste. Ja, hier in voll Three-Color daneben sieht aus wie UCP, Rucksack. Ja, bei den Jungs ging auf jeden Fall tarnungstechnisch immer einiges. Hier aus dem Kosovo 1999, First Para. Und zwar hier ein Original, auch so wie es aussieht, nicht großartig verändert, außer ein bisschen Farbe, die da drauf ist. Hier sehen wir schön so eine Mini-Maglite in der Halterung. Oben eben nochmal mit Klett, was normalerweise hier die Schulterpolster und sowas hält. Nochmal eine also eine Rauchgranate angebracht. Drüben dürfte noch das Headset hängen, eben mit Rucksack und mit Smog im Einsatz. Ja, und dieser Bart, das Bild kennen, glaube ich, viele, aber das sind schon ganz andere Vibes. Auch hier mit der speziellen Faltform fürs Barett das ist einfach ein absolut geiles Bild. Hier leider ein bisschen schlechte Qualität, aber auch eben aus dem Kosovo. Ja, hier sehen wir auch wieder die Weste ein bisschen bemalt, noch gar nicht so viel los, aber auch eben wieder die Rauchgranate oben angebracht. Auch noch hier mit diesen ganzen Racal-Headsets, die alten. Ja, das macht auf jeden Fall schon ordentlich was her. Hier wahrscheinlich äh, britische Special Forces aufgrund der Bewaffnung möglicherweise. Oder ja, vielleicht auch Special Forces Support Group. Habe ich leider gar keine Informationen mehr zu gefunden, aber hier sehen wir das ganz schön. Von hinten nochmal die südafrikanische im Einsatz, hier auch die Straps und alles abgemacht. Genau, und dann hier die Seitentaschen ganz gut zu erkennen. Gehen wir weiter, hier sind wir wieder im Irak. Hier haben wir den Kameraden von vorhin. Oder ist es der? Oder der da vorne? Einer von den dreien wird es wahrscheinlich sein. Oder die haben alle auf diese Weste gesetzt. Jedenfalls hier auch wieder im gleichen Tarnmuster zu erkennen. Hier sehen wir auch, dass hier gut diese Magazine natürlich reinpassen. Auch aus der frühen Phase im Irak. Ja, hier nochmal einen britischen Soldaten, auch ein Fallschirmjäger. Da habe ich leider auch die Quelle nicht mehr zugefunden. Hier haben wir auf jeden Fall an den oberen Magazintaschen, so wie gut wie wir es erkennen können, wieder Verschlüsse angebracht, damit die Taschen eben besser halten und man nicht nur die Klettoption hat.
Hier auch ein Bild aus Afghanistan, auch die dienstlich gelieferte Version. Auch da ist hier möglicherweise noch was angenäht worden, sieht man halt nicht so gut. Leider nicht die perfekte Qualität, aber äh, genau, ansonsten eher die normale südafrikanische Version. Wir sehen auch bei britischen Shops immer wieder modifizierte Versionen, die da eintreffen. Ist schon ganz cool, wie viele verschiedene Variationen es da gibt. Und hier haben wir noch, ich glaube, das ist auch das letzte Bild. Das ist auch hier noch normal britische Infanterie oder Fallschirmjäger mit dem Originalstück, hier noch einem Bandalier umgehangen. Und der Kamerad ist später auf jeden Fall Doghändler beim SAS geworden. Da gibt es nämlich noch ganz andere Bilder von ihm. Aber hier in der früheren Phase noch mit den Land Rovern, eigentlich auch eine ganz coole Geschichte mit dem Maschinengewehr oben drauf und so. So ein Land Rover macht auch schon was her. Genau, ja, wie ihr seht, gerade bei den Briten, da haben wir einiges an Bildern. Das ist jetzt hier das letzte und das ist auch erstmal das Ende dieser Gear Reference Episode, auf die ich mich besonders gefreut habe, weil ich mal wieder unbedingt eine machen wollte. Und jetzt eben hier zu den südafrikanischen Modellen im Einsatz um die Welt, ob eben noch hier das Original oder der Nachbau. Ich hatte ja schon mal im einem Bundeswehrreferenzvideo schon mal ein Bild von einem Bundeswehrsoldaten mit einem Original. Gibt es auch noch auf jeden Fall ein weiteres, was ich kenne. Das kommt aber dann nochmal in so einer Bundeswehr-Episode über ausländische Ausrüstung. Da will ich nämlich ein bisschen genauer drauf eingehen. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis bald. Ciao.